Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir starten, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Interview aufgenommen und für Forschungszwecke ausgewertet wird? Ja, ich bin damit einverstanden. Kurze Einführung. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. In dieser Reihe sprechen wir mit Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen übersehen, missverstanden oder vorschnell beurteilt gefühlt haben. Ziel ist nicht, jemanden auf ein Merkmal zu reduzieren, sondern Erfahrungen sichtbar zu machen und gemeinsam darüber nachzudenken, was sich gesellschaftlich und im Alltag verändern sollte. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Wenn Sie möchten, wie alt sind Sie und womit beschäftigen Sie sich beruflich? Ja, ich bin 43 Jahre alt und Fachärztin für Innere Medizin. Und mein Medizinstudium habe ich außerhalb der Europäischen Union absolviert. Dort, ich habe auch einige Jahre klinisch gearbeitet, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und mein Plan war relativ einfach. Ich wollte mein Deutsch verbessern, meinen Abschluss anerkennen lassen und hier als Ärztin arbeiten. Und ich dachte damals, dass dieser Prozess vielleicht 1 oder 2 Jahre dauern wird. Aber in Wirklichkeit, es hat deutlich länger gedauert und war mit viel Unsicherheit verbunden, als ich dachte. Und Anerkennungsverfahren war sehr lang und teilweise sehr schwer für mich zu verstehen. Ich muss immer neue Unterlagen einreichen und auf Entscheidung warten und ich kann in dieser Zeit nicht meinen Beruf ausüben, obwohl ich medizinisch schon ausgebildet war. Und auch für mich finanziell war das auch schwierig. Ich musste meinen Deutschkurs selber bezahlen. Ich hatte aber kein Einkommen. Und das war sehr schwer für mich. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Mein Arbeitsalltag ist heute sehr strukturiert, aber gleichzeitig sehr intensiv. Ich arbeite auf einer internistischen Station in einer Klinik. Der Tag beginnt meistens mit der Übergabe vom Nachtdienst und danach folgen Visiten und Gespräche mit Patienten, Diagnoseentscheidungen und natürlich sehr viel Dokumentation. Und auch ein sehr großer Teil meiner Arbeit besteht aus Kommunikation. Ich erkläre Befunde, ich bespreche Therapieoptionen und ich führe Aufklärungsgespräche, das vor Untersuchungen oder vor Eingriff. Und gerade in der inneren Medizin ist es wichtig, dass Patienten verstehen, was mit ihrem Körper passiert. Und in diesen Gesprächen habe ich am Anfang sehr oft gemerkt, dass mein Akzent eine Rolle spielt. Heute ist es weniger stark, aber früher war er deutlich hörbar. Manche Patienten haben mich sehr aufmerksam angeguckt, manchmal fast
prüfend. Es gab auch Situationen, in denen jemand fragte, ob ich wirklich Ärztin bin. Und das ist ein Moment, in dem ich professional bleiben muss. Und aber gleichzeitig ich merke, dass mir weniger Vertrauen entgegengebracht wird. Aber mit der Zeit, es hat sich vieles verbessert, mein Vertrauen, auch durch Erfahrung, aber die ersten Jahre war viel schwieriger. Mhm. Was tun Sie gerne? Was gibt Ihnen Energie oder Freude? Was macht Sie glücklich? Ich gehe sehr gern spazieren, besonders in der Natur. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und Abstand von Klinikalltag zu gewinnen. Außerdem lese ich gerne von vor allem Biografie oder Bücher oder Geschichte, so Fantasy. Lebensgeschichte interessiert mich sehr. Wahrscheinlich auch, weil ich selbst erlebt habe, wie unterschiedlich Lebenswege verlaufen können. Und sehr wichtig sind für mich auch Gespräche mit meiner Familie. Sie lebt nicht in Deutschland, deshalb telefonieren wir regelmäßig. Diese Gespräche geben mir oft Kraft und erinnern mich daran, warum ich diesen Weg überhaupt begonnen habe. Mhm. Wenn Sie sich mit 3 Worten beschreiben, welche wären das? Ich würde sagen, stark, ruhig und nett. Mhm. Gibt es Situationen, in denen Sie sich ausgeschlossen, übersehen oder nicht ernst genommen gefühlt haben? Ja, diese Momente gab es, besonders in meinen ersten Jahren hier. Und das Schwierige daran ist, dass diese Erfahrungen selten offen oder eindeutig sind. Niemand sagt direkt, dass man nicht dazugehört. Es sind eher kleinere Momente, die sich mit der Zeit sammeln. Am Anfang meiner Arbeit in der Klinik war ich fachlich eigentlich sicher, weil ich bereits mehrere Jahre Erfahrungen hatte. Aber trotzdem hatte ich ständig das Gefühl, dass ich mich stärker beweisen muss, mehr machen muss als andere. Es gab Situationen, in denen ich etwas gesagt habe und niemand hat darauf reagiert. Das Gespräch ging einfach weiter. Und ich frage mich, liegt es daran, dass ich einen Akzent habe? Oder liegt es daran, dass mein Abschluss aus dem Ausland kommt? Eine andere Sache war die soziale Integration im Team. Viele Abteilungen gibt es keine Gespräche im Alltag über Wochenende, über den Urlaub oder private Dinge. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich in diese Gespräche selten einbezogen wurde. Und niemand hat mich aktiv ausgeschlossen, aber ich war oft eher Beobachterin, ja. Mhm. Wenn Sie an einen Moment denken, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, was ist passiert? Eine Situation hat mich besonders eingeprägt, weil sie sehr früh in meiner Zeit in Deutschland passiert ist. Ich sollte eine Patientin über eine Untersuchung aufklären
Das war eine Routineaufklärung, nichts außergewöhnlich. Ich habe mich vorgestellt und begonnen zu erklären, warum diese Untersuchung notwendig ist und wie sie abläuft. Während ich gesprochen habe, hat mich die Patientin sehr genau angeguckt. Nach einigen Minuten hat sie mich unterbrochen und gefragt, ob ich wirklich Ärztin bin. In diesem Moment war ich kurz überrascht, weil ich diese Frage nicht erwartet hatte. Natürlich habe ich ruhig geantwortet und gesagt, dass ich Ärztin bin. Trotzdem blieb die Situation etwas angespannt. Mm, Ich hatte den Eindruck, dass sie mir weniger vertraut. Ein anderes Erlebnis war mit einer Kollegin. Ich habe eine Veränderung in den Laborarbeiten eines Patienten bemerkt und vorgeschlagen, die Therapie anzupassen. Ihre erste Reaktion war ein sehr skeptisches Nachdenken. Und solche Situation zeigt mir, dass man manchmal stärker hinterfragt wird als andere. Mhm. Woran haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Ich glaube, man merkt es vor allem an der eigenen Reaktion. Wenn eine solche Situation einmal passiert, denkt man vielleicht, dass es Zufall ist. Wenn aber sich ähnliche Erfahrungen wiederholen, beginnt es sehr zu stören. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich in Besprechungen vorsichtiger geworden bin. Und früher habe ich meine Gedanken spontan geäußert. Mit der Zeit habe ich länger überlegt, bevor ich etwas gesagt habe. Ich weiß manchmal die Antwort und manchmal will ich fragen, aber ich habe Angst, dass ich muss diskutieren und die anderen denken, ich bin dumm. Aber viele wissen nicht, dass ich die Sprache kann. Ich habe nur einen starken Akzent. Mhm. Welche Annahmen machen Menschen manchmal über Sie, bevor sie wirklich kennenlernen? Eine häufige Annahme ist, dass mein medizinischer Abschluss weniger weit ist, weil er nicht aus Deutschland kommt. Ich merke es in Fragen oder Kommentaren. Manchmal wird zum Beispiel sehr detailliert nach meiner Ausbildung gefragt, als müsste ich zunächst erklären, wie Medizin in meinem Herkunftsland funktioniert. Natürlich ist Interesse grundsätzlich nicht negativ, aber manchmal spürt man dabei eine Skepsis. Eine andere Annahme betrifft die Sprache. Viele Menschen setzen einen Akzent automatisch mit geringerer Sprachkompetenz gleich. Dabei sind Sprache und medizinisches Wissen zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, es gibt auch dieses Bild, dass internationale Ärzte nur hier sind, weil es einen Ärztemangel gibt. Aber wir Ärzte aus dem Ausland, wir sind keine Notlösung. Wir haben viele OP-Techniker gelernt, die nicht mehr vermittelt werden. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt. Viele von uns sind sehr, sehr gute Ärzte, die innerhalb von kurzer Zeit sehr viel gelernt haben und dann zweifelt die Ärztekammer an unseren Abschluss. Und ich habe das erlebt. Ich habe viele Jahre Erfahrung und ich musste beweisen, dass ich Pulskontrolle kann. Und das fand ich sehr schade, weil meine anderen Kollegen aus Europa mussten das nicht machen. Auch musste ich für meine Kurse bezahlen und ich musste viel bezahlen, dass mein Abschluss auf Englisch und zusätzlich auf Deutsch übersetzt wird. Ich kannte eine Kollegin, sie hat Anerkennung bekommen in einem anderen Bundesland und sie ist jetzt OP-Schwester. Das finde ich sehr ungerecht, weil sie hat einen universitären Abschluss. Aber nur weil sie nicht aus Europa kommt, hat sie sehr viele Probleme hier. Mhm. Welche Zuschreibungen oder Vorannahmen empfinden Sie als besonders belastend oder verletzend? Dass ich nicht alles so kann wie meine deutschen Kollegen.
Mir wird öfter auf die Finger geguckt, mich stört das sehr, weil ich habe viele Jahre Erfahrung und ich sehe, wie die Assistenzärzte anders und vor allem besser behandelt werden. Ich mag auch nicht, dass hier viele sehr undankbar sind, weil sie von ausländischen Ärzten behandelt werden. Natürlich, ich kann Wurzelversorgung auch machen und Extubation und viele Sachen. Und ich habe das unter schwereren Bedingungen gelernt als hier. Und als auch mein Chef, er denkt, ich kann jeden Tag arbeiten, weil ich habe hier keine Familie. Und ich finde das sehr falsch. Ich bin nach Deutschland gekommen und natürlich will ich arbeiten, aber ich bin auch nur ein Mensch und wenn ich immer in Feiertagen 24 Stunden Dienst machen muss, ich finde das ungerecht. Ich finde es auch ungerecht, weil viele denken, wir haben keine Familie und wir brauchen nicht am Wochenende frei zu bekommen. Das stimmt nicht. Ich habe viele Freunde hier und ich kann sie sehr schlecht treffen, weil meine Dienste sind sehr durcheinander. Ich arbeite gerne, aber sehr viel im Vergleich zu anderen und vor allem im Vergleich zu nicht ausländischen Ärzten. Mhm. Was hätte Ihnen in solchen Momenten geholfen, von Einzelnen oder von der Situation her? Gastgemeinschaft interessiert ist an mich und nicht nur an meiner Arbeitsleistung. Ich möchte im Team auch über mein Wochenende sprechen können und ich kann das nicht. Ich habe nicht einmal Zeit für ein Haustier und alle zeigen im Team ihre Ausflüge mit Kindern und wo ich arbeiten muss, weil ich keine Kinder habe. Und sie haben auch Haustiere und mich macht das sehr traurig, weil ich habe das Gefühl, dass ich nicht gleichwertig bin und mir hätte auch ein Tag gereicht, wo ich an einem Teampark mitfahren könnte, aber tatsächlich auch da, ich musste arbeiten. Mhm. Wenn Sie Menschen ansprechen könnten, die vorschnell urteilen, was würden Sie ihnen gerne mitgeben? Ich würde Ihnen sagen, dass ein Akzent nicht über Kompetenz aussagt. Viele internationale Ärzte haben eine lange Ausbildung hinter sich und bringen wertvolle Erfahrung mit. Und der Weg in Deutschland ist oft mit viel Bürokratie, Unsicherheit, auch mit viel finanzieller Belastung verbunden. Deshalb wäre es hilfreich, wenn Menschen zunächst offen und neugierig reagieren würden, statt vorschnell zu urteilen. Mhm. Was gibt Ihnen Kraft? Was trägt Sie in schwierigen Zeiten? In schweren Zeiten habe ich mir vor allem zwei Dinge Kraft gegeben. Meine Familie und mein Wunsch, meinen Beruf hier weiter ausüben zu können. Während des Anerkennungsverfahrens gab es Phasen, in denen ich mich wirklich sehr unsicher gefühlt habe. Man wartet auf Entscheidung von Behörde, man weiß nicht, wie lange es noch dauert und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass das eigene Leben in einer Art Pause ist. Ich habe in dieser Zeit sehr viel mit meiner Familie gesprochen und sie sehr vermisst. Sie leben nicht in Deutschland, aber wir haben regelmäßig telefoniert. Diese Gespräche waren wichtig, weil sie mich daran erinnert haben, dass ich diesen Weg nicht ohne Grund begonnen habe. Mhm. Gab es Strategien, Haltungen oder Routinen, die Ihnen geholfen haben, mit diesen Erfahrungen umzugehen? Ja, mit der Zeit habe ich gelernt, bestimmte Situationen anders einzuordnen. Am Anfang habe ich viele Dinge sehr stark auf mich bezogen, wenn jemand skeptisch reagiert hat oder
einen Kommentar über meinen Akzent gemacht hat, habe ich lange darüber nachgedacht, aber mit der Zeit habe ich versucht, einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, welche Gründe hinter solcher Reaktion stecken, und manchmal das hat was mit Unsicherheit zu tun oder mit Gewohnheit, weil Menschen bestimmte Bilder im Kopf haben. Mhm. Gibt es Menschen oder Gemeinschaften, die Sie besonders unterstützt haben oder noch unterstützen? Ja, ich hatte mehrere Kollegen, auch aus anderen Stationen, die haben mir gesagt, was ich dann machen soll und was nicht, weil ich einiges nicht verstanden habe, wie das Thema Pünktlichkeit und Dokumentation und Delegation. Das ist sehr, sehr wichtig in Deutschland, und ich habe auch eine Community mit meinen Landsleuten gefunden, und manchmal gehe ich in die Gemeinde und wir trinken Tee und wir sprechen über alte Geschichten in der Heimat und über Lieder und leider auch über Krieg. Mhm. Welche Veränderungen würden Sie sich für unsere Gesellschaft wünschen, ganz konkret? Ich würde mir wünschen, dass internationale Fachkräfte, besonders außerhalb der EU, schneller und transparenter integriert werden können. Besonders im medizinischen Bereich wäre es hilfreich, wenn so Anerkennungsverfahren klarer strukturiert und zeitlich besser planbar sind. Viele Ärzte kommen nach Deutschland, weil sie hier arbeiten und einen Beitrag zum Gesundheitssystem leisten möchten. Wenn dieser Prozess mehrere Jahre dauert, entsteht eine große Unsicherheit, und außerdem wünsche ich mir mehr Offenheit im Umgang mit sprachlichen Unterschieden. Mhm. Wenn Sie jemandem, der sich gerade ausgeschlossen fühlt, einen Rat geben könnten, was würden Sie sagen? Nimm dir Zeit, es dauert lange und es ist vieles Neues. Ja, du wirst dich entwickeln, du veränderst dich, und es ist okay. Man ist anders, ein anderer Mensch, der man war, bevor man nach Deutschland gekommen ist. Aber es ist sicher hier, und Integration ist kein schneller Prozess. Mhm. Was können wir als Kolleginnen, Nachbarinnen, Fachpersonen und Mitmenschen von Ihnen lernen? Vielleicht, dass unterschiedliche Lebenswege auch unterschiedliche Perspektiven mitbringt. Wenn man in ein System aufgewachsen ist, erscheinen viele Dinge selbstverständlich. Für Menschen, die neu in ein Land kommen, können diese Strukturen zunächst sehr komplex finden. Und ich glaube, man kann auch lernen, wie wichtig Ausdauer ist. Viele internationale Fachkräfte investieren sehr viel Energie und Zeit, um in ein neues Land arbeiten zu können. Das ist nicht einfach. Mhm. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Gesundheits- und Versorgungssystem insgesamt? Sehr schwierig. Ich wusste nicht, dass der Fachkräftemangel so schlimm ist. Viele Menschen sind sehr alt in Deutschland, und die Versorgung ist dahingehend angepasst, aber ich erlebe auch junge Menschen, die Beschwerden haben, und wir müssen sie zurückschicken, weil wir keine Kapazitäten haben. Und das ist nicht einfach für mich, weil ich kenne das anders. Und ich finde es auch schwierig, dass es hier wenig familiären Zusammenhalt gibt. Das hat mich erschrocken, muss ich ehrlich sein. Mhm. Hatten Sie in der Arbeit das Gefühl, respektvoll behandelt zu werden? Ja, überwiegend schon. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich habe gelernt, dass die Deutschen sehr direkt sind. Mhm. Gab es Situationen, in denen Sie sich von Pflegefachpersonen oder anderem Personal ignoriert oder missverstanden gefühlt haben?
Ja, in solchen Situationen gab es auch. In einem Krankenhaus arbeiten viele verschiedene Berufsgruppen zusammen und Kommunikation spielt eine große Rolle. Wenn man neu ist und zusätzlich aus einem anderen Land kommt, kann es manchmal zu Missverständnissen kommen. Mhm. Gab es Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, man sieht vor allem Ihre Herkunft statt Sie als Ärztin? Ja, besonders in meinen ersten Jahren hatte ich dieses Gefühl häufig. In Gesprächen wurde ich oft zunächst nach meiner Herkunft gefragt, bevor es um meine Arbeit ging. Und grundsätzlich habe ich kein Problem damit, aber meine Herkunft zu sprechen, weil ich natürlich irgendwo stolz drauf bin. Aber manchmal hatte ich den Eindruck, dass diese Information stärker im Mittelpunkt stand als meine berufliche Rolle. Es gab auch Situationen, in denen Menschen überrascht reagiert haben, wenn sie erfahren haben, dass ich Fachärztin bin. Diese Reaktion zeigt, dass bestimmte Erwartungen oder auch Vorstellungen existieren. Mhm. Sehen Sie Hürden im Arbeitsalltag für Menschen, die Ihnen in Identität oder Lebenslage ähneln? Ja, ich denke schon, dass es einige Hürden gibt. Besonders am Anfang spielen Sprache und Bürokratie eine große Rolle. Selbst wenn man medizinisch gut ausgebildet ist, muss man sich zunächst in dem neuen System orientieren und viele internationale Ärzte müssen gleichzeitig mehrere Herausforderungen bewältigen, so Sprache lernen und neue Arbeitsabläufe verstehen und sich in ein bestehendes Team integrieren. Und dazu kommt, dass Anerkennungsverfahren teilweise sehr lange dauern und diese Zeit kann emotional und finanziell sehr belastend sein. Mhm. Was müsste sich im Pflege- und Gesundheitssystem verändern, damit sich wirklich alle anerkannt fühlen können? Ich denke, ein wichtiger Schritt wäre mehr Bewusstsein für Vielfalt im Arbeitsalltag, weil in vielen Krankenhäusern arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammen. Und diese Vielfalt kann eine große Stärke sein, wenn sie aktiv unterstützt wird. Mhm. Gibt es eine Begegnung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, positiv oder negativ? Ja, wenn ich jemand aus meinem Land getroffen habe, wir reden sehr schnell über gleiche Themen und wir denken sehr gleich und das freut mich sehr. Sie fragen dann immer, woher ich komme und wo meine Familie ist. Und dann sagt man oft, du bist jetzt auch Teil von meiner Familie. Und ich finde das sehr schön. Ich liebe diese Begegnungen mit Menschen aus meinem Kulturkreis. Und das zeigt mir, dass ich auch für meine Landsleute arbeite. Mhm. Wenn Sie einem Beschäftigten im Gesundheitswesen einen Satz sagen könnten, der wirklich etwas bewirken könnte, wie würde er lauten? Zumindest kann ich mehrere Sprachen sprechen. Mhm. Und wenn Sie allen Patientinnen und Patienten einen Satz mitgeben könnten? Vertrauen Sie mir, ich kann das. Mhm. Vielen Dank. Gibt es etwas, das Sie zum Schluss ergänzen möchten? Nein, Ich danke Ihnen. ich danke auch.